Wir haben für die US-Firma, die die Innenausstattung der Autostadt gemacht hat, für dieses Zeithaus, wo die Autos drinstehen, Automobilia geliefert. Also Tankstellen, Ausstattung und all was wir so hatten. So, und hatten da mit einem US-Mann, der so ein bisschen Deutsch kannte, immer Kontakt. Und der sagte nur, ja, es wäre ganz gut, wenn von euch einer an dem und dem Tag kommt. Da kommt Pirch hier und kontrolliert, ob alles im Zeitrahmen ist. Ne? So, ich fahre also hin, es war alles wunderbar aufgebaut und alle warteten, aber kein Pirch kam. 2 Wochen später spreche ich mit dem, ich sage, Mensch, bin ich umsonst dahin gefahren. Ja, sagt er, wir haben auch alle gewartet, aber stell dir vor, was der gemacht hat. VW hatte vor kurzer Zeit MAN unternommen. Herr Pirch hat sich in Blaumann eingezogen, hat einen Führerschein 2 und ist mit einem MAN über die Baustelle gefahren. Und hat sich alles angeguckt, ob alles in Ordnung ist. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, danke, dass ihr wieder dabei seid. Meinen heutigen Gast hatte ich vor einigen Jahren einmal am Telefon, weil er bei einer Recherche über die alte Schule gestolpert war. Das Gespräch dauerte gleich relativ lange und dabei erzählte er mir unter anderem von einigen Fahrzeugen, die er einst besessen hat. Zum Beispiel auch den Porsche 917 Darüber aber gleich mehr. Aber nicht nur das war beneidenswert, auch die Geschichten, wie er dazu gekommen war, hatten es in sich. Alle Autos würden einen Podcast sprengen, aber ich freue mich, dass er in dieser Folge zumindest mal ein bisschen was davon erzählt. Außerdem war er der erste Teil des Namens der Fachbuchhandlung Schröder und Weise in Hannover. Viele Jahre eine Institution, wenn es um antiquierte Autobücher oder Fachliteratur ging. Heute noch recherchiert er die Geschichten besonderer Fahrzeuge oder berät Sammler, Museen und Restauratoren. Und jetzt ist er bei mir. Viel Spaß mit der heutigen Folge und meinem Gast Martin Schröder. Eines Tages haben Sie mich angerufen und sich dankenswerterweise für meinen Podcast gelobt, aber auch gesagt, eigentlich ist das aus Ihrer Sicht schrecklich, denn es gibt für Historiker nichts Schlimmeres als Augenzeugen. Das stimmt. Ich habe dann verstanden, warum Sie es gesagt haben und wahrscheinlich haben Sie recht in vielen Punkten. Erzählen Sie doch mal, wie Sie zum Autohistoriker geworden sind. Das ist ja ein langer Weg und Sie haben fantastische Autos selber gehabt. Ja, ich habe also im Jahre 77 einen Zugang gehabt, oder hatte ich den ersten 170er schon. Also ich habe mir 68, habe ich mir mit alten Autos angefangen, habe mir einen 170er gekauft, das haben alle gemacht damals. Nicht? Und der Traum war ein 170A Cabrio, gab es zu wenig, war ja nichts auf dem Markt. Und über den 170ern bin ich eben praktisch am Thema Auto interessiert, bin damit zum Nürburgring gefahren und so weiter. Und habe eben im Jahre 77 die Firma Schröder-Weise als zunächst Auto-Antiquariat. Der Markt für antiquarische Bücher war damals vom Angebot her leer, aber vom Bedarf her riesig. Okay. Also, wir sprechen heute über 917, dafür gab es natürlich auch ein Prospekt. Das 917-Prospekt wurde in einer Auflage von 2000 Stück gedruckt. Aha. Und wie es mit Prospekten so ist, wenn ich welche kriege, Runtablage, Mülleimer und weg. Ja. So, den 917-Prospekt haben wir als Schröder-Weise alles bis zum Aufkommen des Internets, also wir sagen mal bis 1990, für 2000 D-Mark verkauft. Und wie wir den EDV eingeführt hatten, hatten wir eine Suchliste von 5 Leuten, die jeweils 2000 bezahlen wollten. Und wenn wir eben einen gekriegt haben, irgendwoher, ja, nicht, dann hat man die Leute angerufen, die haben sich bedankt, die Beschreiben habe ich heute noch. So, heute kann man den Prospekt für 200 € kaufen. Auch das Original? Ja, den Original, weil es existieren und es hat sich rumgesprochen, dass man für das alte Papier eine Menge Geld kriegen kann. Anderes Beispiel, die Renngeschichte der Daimler-Benz AG. So wie das Mercedes-Buch da oben, so diese Stärke, 39, größeres Format. Ja. In 2 Auflagen gedruckt. Eine normal, die wurde über die Händler nie im Verkauf gewesen. Über die Händler. So, und eine mit
für jeden einzelnen Fahrer eingedruckte SS-Rune. So, die haben wir für 4.000 Mark verkauft. Das letzte als Weihnachtsgeschenk an den nicht mehr lebenden John Winter. Ja. Bürgerlich Holzhändler aus Bremen. Ne? Wie hieß die er Frau, denn nochmal? die Frau kam einen Tag vor Weihnachten, Herr Schröder, ich brauche was. Was haben Sie denn? Dann habe ich das Ding ihr gezeigt. Ja, das ist Euroscheck. So, diese Renngeschichte, die taucht auch immer wieder bei Ladenburg auf, liegt im Moment je nach Zustand zwischen 800 und 1.000 Euro. Also dadurch, dass jetzt das Angebot weltweit, denn wo der Mann sitzt, das spielt ja keine Rolle. Ne? Anderes Beispiel, es gibt ein Mercedes-Buch aus den 60er Jahren schon, The Car of Kings heißt das. Ne? Dieses normale Buchformat wie damals, keine dollen Fotos, aber ne? Viele Leute wollten das haben. So, dann höre ich irgendwann, weiß ich nicht mehr, Ende der 80er Jahre, was vom Internet. Da gab's eine Website, die ist dann in Google aufgegangen, die hieß Bookfind. Okay. Ja? Ja. Aus Spaß gehe ich da mal rein, gebe da Car of Kings ein, finde eins für $12 in Anchorage. So, Anchorage für das Buch, das war Sibirien. Das könnte auch in Sibirien gewesen sein. Das ist ja klar. Will da keiner haben. $12. $12 kanadische Dollar noch Fracht. Und der Kunde hat 500 Mark dafür bezahlt und hat sich bedankt. So, die Zeiten sind vorbei. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber ich habe mich immer für mein Interesse, so ging von 170er ist irgendwann der Thrill vorbei. Ja. Nicht? Und die Leute, die heute sich noch über 170er Benzingespräche führen, naja, ich will mal nicht unhöflich sein, aber mit denen habe ich wenig am Hut. So. Aber im Jahre 76 tauchte in der Automobilchronik, kennen Sie noch, ne? Ein Artikel auf, gezeichnet von einem K.D. Also wie Klaus Detmar oder so, war nur KD. Mit der Überschrift der Auto-Union, der keiner ist. Und eine Abbildung. Ich rufe also Schrader, den Herausgeber, den ich gut und lange kenne, an. Wer ist dieser KD? Ja, sagt er, das ist so mit der Post gekommen, also ich weiß es auch nicht. Aber ein gut geschriebener Artikel. Ja. Und 76 gab es weder Internet noch Handy noch sonst was, Telefon. Oder man musste sich treffen, das sind die beiden. Die dritte Möglichkeit, die kommt gleich, die war der Postkarte. So. Also ich rede mit vielen Leuten, ja, und sage, Mensch, das würde ich gerne, wer das wohl ist und wo das wohl ist, ne? Sah aus wie ein Auto-Union. Ne? Dann kommt von einem Rainer Lange-Hitzbleck, lebt nicht mehr, eine Postkarte. Wenn du mir einen Euroscheck über 500 Mark schickst, dann kriegst du die Adresse. Euroscheck hin. Zu der Zeit hatten wir schon die Firma Schröder-Weise, haben wir 77 gegründet. Und als Buchhändler, die wir ja waren Mitglied im Börsenverein und so weiter, konnte man während der Leipziger Messe, die gleichzeitig die Buchmesse war, in der Ostzone, eine Bestätigung, dass es eine Buchhandlung hat, konnte man hinfahren. Ah, okay. So. Ich bin also hingefahren zur Buchmesse. Er hatte mir die Adresse dann gegeben, auch eine Telefonnummer. Ich habe den Mann angerufen und ich habe gesagt, ich habe Ihre Adresse so und so, ich würde gerne mal vorbeikommen. Ja, kommen Sie vorbei. So, ich fahre also hin. Und wie es damals
wie es damals üblich war. Heute sage ich selber Shovi-mäßig, natürlich mit der Packung Kaffee, ne? 500 Gramm Ronning-Kaffee. Ne? Und dann zeigt er mir auf seinem Hühnerhof, die Hühner haben wir weggejagt, damit ich vernünftige Fotos machen kann, dieses Auto, was da abgebildet war. Ich gucke mir das an, es hatte keine Karosserie mehr. Also man konnte die ganze Technik sehen. So, und daraus, als ich mir das genau angeguckt habe, habe ich natürlich gesehen, es ist ein 12-Zylinder, 4 obenliegende Nockenwellen, kein Kompressor, also kein Auto Union. Aber konstruktiv die letzte Version. Dazu muss man zur Auto Union zurückgehen, die Auto Union Vorderachse. Bis 38 ist ja die wir heute als VW Porsche Vorderachse kennen, baugleich. Baugleich. Unterschiedliche Drehstäbe drin, also der ganze Unterschied. So. Und dass die Kurbellenkerachse, die hat natürlich Vorteile, Einzelradaufhängung, was andere nicht hatten und so weiter, aber wie Phil Hill in einem Bericht, an einem Fahrbericht, den er 1980 gemacht hat, hat er den Wagen, den 3 Liter, der existiert, gefahren. Ja? Und um den Amerikanern, die ja sowas gar nicht kennen, das zu beschreiben, ja, sagt er, ihr müsst euch das so vorstellen, wie ein vollgeladener VW-Bus bergab und du bist am Bremsen und das Lenkrad schlackert so hin und her. Ja. So, und Sie kennen sicherlich die Fotos, durchgescheuerte Handschuhe. Ja, klar. Ja? Also das Schlackern der Vorderachse war ein großes Manko. Aber damals, aus unerfindlichen Gründen, hat sich bis Ende 38 da keiner drum gekümmert. Man hat es hingenommen, das ist so Gott gegeben. Ne? Und wir sind ja harte Männer und ja, wenn die Hände auch bluten, ne? Rennen muss zu Ende und so weiter und so weiter. So. Dann ist irgendjemand, wer ist unbekannt, weil die Konstrukteure, also außer Eberan kennt man keinen. Eberan von Eberhorst, aber eigentlich waren sie alle namenlos. Ja. Er ist dann auf die Idee gekommen und sie haben aus der Kurbellenkerachse einen Übergang zum Dreieckslenker gemacht. Wenn wir Fotos uns angucken, könnte ich es Ihnen zeigen, aber das genügt. So, und und es gibt nur, also in den Originalfotos muss man das wissen, dass man das weil die Karosserie logischerweise alles abdeckt. Nicht? Also gerade beim Typ Dora, der geht ja die Karosserie wirklich bis ans Rad dran. Man muss es wissen, dann kann man es sehen. So. Okay. Aber hier bei dem Sokol, so, das war die beste Version. Also die haben nicht ein Bauteil genommen, sondern dafür konstruiert. So. Und wir führen das kurz zu Ende. Also der Mann sagt, ja, das will ich nicht verkaufen, das ist das Übliche. Aber da ich schon eine gewisse Erfahrung hatte, und das habe ich immer gemacht, ich sage, hier ist meine Karte. Es könnte ja sein, dass sie doch mal sich das überlegen, dann bin ich interessiert. Aber der Wagen stand in Leipzig oder irgendwo im Osten? In einem Vorort, Nauenhof, in der Rosa-Luxemburg-Straße bei Leipzig. Bei Leipzig, ja. So. Sagen wir mal ein Jahr später. Ja, damals konnte man mit einem Ferngespräch anmelden und telefonieren in die Ostzone. Okay. Also noch nicht Vorwahl, aber anmelden. So. Eines Tages, plus minus ein Jahr später, ruft der Mann an und sagt, Herr Schröder, ich habe das gesehen auf der Landkarte, Sie wohnen ja im Bezirk kleiner Grenzverkehr. Das war damals ein Arrangement zwischen Bundesrepublik Deutschland und Ostzone, ein 30-Kilometer-Streifen auf jeder Seite der Grenze. Da durfte man als Westler mit einem Papier, was man für ein Jahr einmal im Monat hinfahren und durfte sich dann in der Ostzone in diesem
Bereich aufhalten. Okay. Ne? Ob wir uns mal treffen können. Ja, ich sage, können wir natürlich gerne nicht machen. So, dann bin ich also nach Duderstadt. Von hier aus, dann wissen Sie ungefähr, wo es ist. Nicht? Wir sind jetzt bei Hannover, muss man vielleicht dazu sagen. Nein, Hannover war nicht kleiner Grenzverkehr. Ich muss zurückgehen. Ach so, da wo Sie Damals wohnte ich in dem sehr kleinen Ort Kapellenhagen. Man kann sagen, Nähe Alfeld. Okay. Südlich von Hannover. Äußerster Zipfel, von kleiner Grenzverkehr. Okay, hatte mir also dieses Papier besorgt, ne? Und habe mich mit ihm getroffen. So. Der Besitzer war ein Bauingenieur, in der Ostzone Architekt, aber hatte mit Bau zu tun. Wohnte, das war ja in einem sehr schönen 1900 plus minus gebauten großen Mehrfamilienhaus seiner Eltern. Da wohnte er. Er hatte aber ein sehr großes Grundstück und wollte darauf neu bauen. So. War zu DDR-Zeiten ein bedeutender Sammler, ist in frühen Kirchberg-Büchern, wird er genannt. Peter Kirchberg, der auch schon bei mir zu Gast war. Genau. Übrigens, ja. Wird er genannt, also der Mann heißt Kuss. Aha. Und war eben ein begnadeter Sammler und Tüftler und Schrauber. Okay. So. Das Neidgefühl ist kein Phänomen unserer neuen Zeit, sondern das gab es schon immer. Also hat er einen Entwurf für ein Atriumhaus eingereicht, ja, damit man von außen nicht gucken kann, was er in dem Hof, der ja innen entsteht ja ein Hof, dass das keiner sehen kann. Daraufhin hat ihm der Rat des Kreises den Kredit, den er natürlich für das Haus brauchte, gestrichen. Ach, guck an, ja. So, und deswegen wollte er das Auto verkaufen. Damals war ich logischerweise jung und optimistisch. An die Wende hat ja überhaupt gar keiner gedacht. Und ich sage, ja gut, dann komme ich zur nächsten Buchmesse nochmal. So. Und dann er ist verheiratet mit einer Ärztin, Frau Dr. Kuss. Die war damals Betriebsärztin für 10, 15 mittelständische, von der Größe her, Betriebe. So, und wenn dann einer ankam, oh, mir zieht die Schulter so, nicht? Dann hat sie gefragt, ja, wo arbeiten Sie? Und wenn er gesagt hat, ja, ich bin hier in der Verwaltung tätig, dann hat er ein ostzonales Rheumapflaster bekommen. Wenn aber einer sagt, ich bin LKW-Fahrer, ja, ne, dann hat er eins von Baiersdorf bekommen. Ja. Dieser Schwarzmarkt, den gab es ja schon immer. Ja. Und sie hat ihm gesagt, hör zu, was fährst du denn? Ja, Heizkörper. Ja, pass auf, wir haben da eine Baustelle, lad da mal was ab. Ja. So, aber er brauchte natürlich, trotzdem musste er auch was bezahlen. Er brauchte 80.000 Mark der DDR. Sprich, ich habe ihm das Auto abgekauft für 20.000 D-Mark. 2.000 D-Mark habe ich an einen Freund überwiesen, der in Berlin wohnte, der ihm eine Bohrmaschine und ähnlichen Kram kaufen wollte. Und den Rest habe ich am Hauptbahnhof Hannover in 50 Mark der DDR. Das war der größte Schein, den die im internationalen Verkehr hatten. Ja, ich habe so 18.000 D-Mark mal 4, 72.000, ja. In 50 mal so 144, 50 Markscheine. Ja. Musste dreimal zum Hauptbahnhof fahren, weil sie so viel nicht da hatten. Ne? Und über Bargeld hat sich auch damals noch keiner gewundert. So, ja. So, dann habe ich ein Ravensburger Puzzle gekauft, ein großes, 1000 Stücke, ne? Und habe das da schön und die Puzzleteile oben drauf.
Dann hatte ich zu der Zeit ja, wie wir sprechen, die Firma Schröder-Weise. Wir hatten uns eigene Plastiktüten machen lassen. Auch das war ja damals die Plastiktüte, das war ja das Nonplusultra. Schön mit unserem Logo drauf. Ne? So, davon habe ich ihm eine per Post im Brief zugeschickt und ich habe das Ravensburger Puzzle da mit den 72.000 Mark der DDR. Da drin bin ich nach Berlin gefahren und kurz vor Berlin gibt es noch heute die Raststätte Michendorf. Die war damals von hier aus gesehen auf der linken Seite ein Intershop und auf der rechten Seite eben der Parkplatz und eine Brücke rüber, da die ja die Ostzone von dem Intershop zum Teil lebte. Nicht? Da kriegten sie ja Devisen. So. Ich habe nur gesagt, wir treffen uns dann und dann da und da. So, er kam also von der Ostseite. Kuss ist ihre Größe und hatte damals einen Rauschebart, der sah so aus wie Fidel Castro. Ja, so, da kam er entgegen mit der Schröder-Weise-Tüte. Wir sind uns begegnet, haben die Tüten aus. Ich bin in Intershop, habe eine Pulle Schluck gekauft und er ist zurück, ich bin zurück. Ich bin nach Berlin gefahren, habe umgedreht und bin zurückgefahren und er ist nach Hause gefahren. So. Okay, ja. Davon hatte er erstmal das Geld und das Auto stand da. Ich wollte gerade sagen, also das war ja schon mal ein riesen Vertrauensvorschuss. Ja, aber wie gesagt, ich war jung und optimistisch, irgendwie schaffen wir das schon. Ich war jung und hatte das Geld. So. Zu der Zeit gab es in Alfeld die führende Fabrik für maschinell öffnbare Briefumschläge. Also wenn Sie in der Zeit oder bis vor 10 Jahren gab es die noch, Bankauszüge von der Bank gekriegt haben, nicht? Die hat ja bei der Bank keiner zugeklebt, nicht? Mit nassen Finger. Das wurde alles und die müssten auch maschinell zu öffnen. Das war die Firma AWA. AWA gibt es heute noch, sitzt nur woanders. Okay. Hatte einen Einzelinhaber, Günther Wegener, den ich eben gut kannte. Und dem habe ich das erzählt. Mensch, sagt er, kein Problem, das machen wir. Ne? So. Dann hat er, dieser Günther Wegener, lebt nicht mehr, den Vorschlag gesagt, pass auf, wir fahren nächstes Jahr zusammen zur Leipziger Messe, was ich ja problemlos konnte. Ne? Und dann gebe ich denen einen Auftrag. Der hat das Papier in der Ostzone gekauft, weil es günstiger war. Okay. Ne? Aber ist ein großer mittelständischer Betrieb eben. Ja, ich sage, das ist eine gute Idee, das probieren wir so. Wir fahren also hin und er gibt da einen Auftrag für 2 Millionen D-Mark Papier für Briefumschläge. Auf der Messe, da standen natürlich auf dem Stand noch viele andere und sagt zu dem so, kommen Sie wieder, darf ich Sie heute Abend und können wir uns zusammensetzen und so weiter und so weiter. Ne? So. Dann abends irgendwo in eine stille Ecke gesetzt. Dann hat er gesagt, hören Sie zu, ich sammle ja alte Autos und bei der Menge, und das gucken wir ja mit dem LKW, könnten wir das nicht so machen. Da haben wir auch ein Foto gezeigt, war ja keine Karosserie da, einen kleinen Kasten bauen und nicht, hinten rein und so weiter und so. Es ist uns nicht gelungen, mit einem zu sprechen in der Ostzone, immer zu zweit, aus bekannten Gründen. Ja. Ne? Ja. So. Also die waren zu zweit und hatten Angst, hatten die Hosen voll. Er hat den Auftrag halbiert und hat gesagt, gut, okay, wenn ich den die halbe Menge nehme ich ab und damit war der Fall erledigt. Das Auto stand also nach wie vor da. Ja. Dann bin ich zu der Zeit, also wir sind immer noch vor 1980, mehrmals in der damaligen CSSR gewesen, bei einem gewissen Emil Pschihoda. Pschihoda muss man nicht kennen, war der Chef des Fuhramtes der Stadt Prag. Eine große Autosammlung und Pschihoda hatte, er lebt nicht mehr, aber sein Sohn hat es, das komplette Prager, von der Firma Prager Archiv und Prager Fahrzeuge. Ich hatte ihn kennengelernt, war an 328 interessiert, bin also mehrmals in der Tschechoslowakei gewesen. Damals habe ich noch in einer anderen Branche, da war ich noch nicht selbstständig, aber habe ihm einen Fernseher mitgebracht von hier und so weiter. Also wir waren befreundet. Ich bin also eines Tages bei ihm,
Dann sagt er mir, du, wir gehen heute Abend, treffe ich 2 Deutsche, dann treffen wir uns im Ufleku, dieses berühmte Bierlokal in Prag. So, wir kommen da rein und dann sitzt da einer, den ich nicht kannte bis dahin, aber einen, den ich kannte, nämlich Helmut Niedermeyer. Helmut Niedermeyer war ein sehr guter Rennfahrer, Zweiter in Le Mans mit dem 300 SL 1952. Besitzer eines Veritas und Verursacher aufgrund eines Reifenplatzers des Unfalls mit 8 Toten am Grenzlandring im Jahre 53. Oh, okay. Durch den Unfall hatte er ein steifes Bein und die Rennerei war zu Ende. Aber aus einer anderen Sache kannte ich ihn, auch persönlich. Wir haben uns in Hannover getroffen. Guter Rennfahrer, aber eine sehr diskussionswürdige Persönlichkeit, so will ich es mal nennen. Niedermeyer war, also wir reden jetzt vom Jahr 77, 78, der Westvertreter der Firma Interport. Die Firma Interport war eine Unterfirma von Schalt-Golokowski, zwecks Beschaffung von Devisen, damit die Ostzone eben hier bei uns was kaufen konnte. Und der zweite, den ich nicht kannte, das war Herr Gietl. Das ist der Ostzonale, der also praktisch die Firma Interport auf der Ost- und den Vertrieb praktisch, also die Vertretung für Interport hatte Niedermeyer in West-Berlin. Dieser Herr Gietl hat sich da also sehr schlecht benommen, so will ich es mal sagen, das Lokal freigehalten, denn natürlich der Klassiker, irgendwo war eine Hochzeit und die Oma war da, die animiert, so vollgefüllt eben mit dem starken Bier, dass sie auf den Tisch getanzt hat. Also mir war das alles sehr unangenehm. Meine damals noch lebende Frau war dabei. Also wir sagen, was sind das für Leute? So, jetzt saß bei diesen 2 noch ein dritter Mann dabei. Dem war das auch unangenehm. Der sagt zu mir, kommen Sie her, Schröder, wir gehen mal raus. Gab mir seine Karte. Der hat sich geschämt, ich auch. Ja, wie die beiden sich Also Niedermeyer, das ging noch, aber dieser Gietl fuhr in der Ostzone mit dem neuesten 5er BMW. Ich bin, ne? Ja, unglaublich. So. Der mit mir rausging, war Herr Kratkay. Kratkay hat mir seine Karte gegeben, verdient, ich zitiere die Visitenkarte, verdienter Künstler des Volkes, Mitglied der Volkskammer. Okay. So, ja. Und erzählt mir, dass er eben ein paar Horch hat, eine kleine Autosammlung und so weiter und so weiter. Und lädt mich ein. Ich soll doch mal kommen. Dann habe ich ihn gefragt, womit er sein Geld verdient. Eben nicht, weil der sah nicht wie ein VEB aus. Ne? Die Firma Kratkay war der Hersteller der bei uns verkauften, also Devisenbringer, sehr beliebten Gartenzwerge. Das muss man sich ja alles auf der Zunge zergehen lassen. So. Dann habe ich zu dem gesagt, ich sage, Herr Kratkay, das interessiert mich sehr. Laden Sie mich mal offiziell ein, dass ich auch kommen kann. Also einen richtigen Brief geschrieben und so weiter. Und so bin mit meiner Frau wieder bis immer zur Leipziger Messe. Die war 2-mal im Jahr, Frühjahr und Herbst, ne? Hin. Dann hat er mir seine Sammlung gezeigt. Das war in einem Vorort von, also ich weiß noch heute, die Straße weiß ich nicht mehr, aber finden tue ich sie, von Leipzig, hatte er seine Firma und da war so ein langer Flachbau und da rein, dann war das da drin, Molsheim in Ostzone. Also der hat diese Kandelaber nachgebaut, alles und standen seine Autos. Dass es sowas alles da gab, wenn man Geld hatte. Unglaublich. Ja. So, da ist mir die Idee gekommen, ich sage, passen Sie auf, Sie könnten mir nochmal eine Einladung schicken und schreiben dabei, dass Sie gerne bereit sind, mir von seinem Fachwissen in Bezug auf Horch was abzugeben, so einen Brief. So, das hat er auch gemacht. Zu der Zeit war der heute bei Loh stehende Auto Union noch im Besitz von Hubertus Graf Dönhoff, stand in Salem, im Schloss Salem, wo er in dem Internat zur Schule gegangen war, hatte er den Keller für ein kleines Privatmuseum gemietet, da stand der Auto Union. Da bin ich natürlich sofort hin, habe Fotos gemacht und ihn kennengelernt. So.
Und dabei hat er mir dann, also Dönhoff, erzählt, dass ja da ein Motor dabei ist. Der ist aber leer. Damals war das Wissen über Auto-Union gering. Ja. Um nicht zu sagen, nahe Null. Ja. Also Dönhoff hat das gemacht, was ich wahrscheinlich auch gemacht hätte. Hat gesagt, ne, das ist ja eine Porsche-Konstruktion. Dass der 3 Liter Eberan, den Namen kannte ja gar keiner. Ne? Ist also zur Firma Porsche gegangen, hat gesagt, das habe ich. Und ihr habt doch das gebaut. Und könnt ihr mir die Reste praktisch ein Re-Engineering machen. Ne? Da hat er von Porsche einen Brief bekommen, ohne jede Garantie, dass das überhaupt nur sich dreht. 300.000 Mark. 300.000 Mark sind heute 3 Millionen Euro. Ja? Nicht? Im 70er Jahren. Also mit anderen Worten, Sie wollen es eigentlich nicht machen. So, also ist das für ihn ausgeschieden. Und der Familienrat von Dönhoff, ne, wo ja auch die Zeit Dönhoffs dazugehörte, haben gesagt, also ne, zu der Zeit war ja der Geheimtipp Japan. Gab ja da den Matsuda, den Porsche-Sammler und so weiter. Er hat also versucht, das nach Japan zu verkaufen, das hat aber nicht geklappt. Dann ist Dönhoff mit Colin Krabby in Kontakt gekommen. Also ein großer Sammler. Händler. Händler, okay. Händler, lebt noch, war ungefähr in den 80er Jahren, war auch Chef von Christie's Automotive Department, was sie heute nicht mehr haben. Okay. So, also ist mit Colin Krabby, den kannte er. Also Dönhoff und Nüffeler, NY, das sind die Gründer des Oldtimer Grand Prix. Ja, okay. Die okay, beiden haben das 73 gegründet. Und Colin Krabby kannte einen Amerikaner, der für meine Generation, ich bin ja mit amerikanischer Besatzung aufgewachsen, also das waren alles positiv eingestellte Leute, kein Problem, wir schaffen das. Mit einem solchen Amerikaner, Cary Payne, das war ein Kunde von Colin Krabby. Und Payne hatte damals sehr große Mittel. Ich habe ihn kennengelernt, habe auch gefragt, wo die Mittel herkommen. Texas Instruments sagt Ihnen noch was. Ja, klar. Damals hat ein Texas Instruments Rechner, der also diese Größe hatte, 300 Mark plus gekostet. Sprich, keiner konnte sich den leisten. Das war so qualitativ ein sehr hochwertiges Gerät. Und Cary Payne hat von der Herstellerfirma, war Amerikaner, den Ausschuss gekauft und kiloweise nach Taiwan verkauft. Okay. Und dann kosten die noch 10 Mark und heute ist es auf dem Handy. Payne hatte ein eigenes Weinlager bei Christie's. Ich bin mit ihm drin gewesen, aber keinen festen Wohnsitz, nur in Hotels. So, und Payne hatte zu der Zeit den jetzt im Besitz von Ralph Lauren befindlichen Trossi SSK. Stand da. Den hatte er. So, dann hat ihm Colin Krabby erzählt, ich kann da einen Wagen kriegen, aber der Motor ist leer. Payne war der Typ, der gesagt hat, Willy Brandt, was zusammengehört, das wächst zusammen. Und wenn es auf der Welt irgendwo einen Motor gibt, das kommt zusammen. Das war seine innere Überzeugung. Das heißt, er hat über Colin Krabby von Dönhoff das Auto mit dem leeren, von außen konnte man das nicht sehen. Ein sehr früher Oldtimer-Händler, ein gebürtiger Holländer, der in der Schweiz lebte, Rob de la Rive Box, hat eine Menge Bücher auch geschrieben, sehr früher Oldtimer-Händler, war in Prag, hat den Auto Union dort gesehen, hat mit dem Besitzer, ein Schieber, der das eben sich an die Seite gebracht hatte, das Auto gesehen, war ein Tatra-Motor drin, ist ja dieselbe, ne? Und der Motor, der Original, dieser leere Motor, aber von außen eben nicht zu sehen, stand im Wohnzimmer. Rob de la Rive Box war damals schon ein Autohändler, hat aber nicht erkannt, was das ist. Ja? Hat ein Foto gemacht, wo man den Heizkörper im Hintergrund sieht. Das war auch so unwichtig für Rob de la Rive Box, dass er vergessen hat, den Film entwickeln zu lassen. Im Jahre, sagen wir mal, 85 verkauft er einen kompletten Satz Abarth-Teile, Motorteile, alles Mögliche in Pappkisten an meinen Freund Satterfield in Florida, den ich gut kannte, schickt das dahin.
Satterfield ruft mich eines Tages an und sagt, du hör mal zu, I found a film, Roller. Ja, ich sage, geh zu einem Professional Developer, der entwickelt dir das. So, und das Foto habe ich natürlich. Also das war auch für einen Händler, Rob Deller, so unwichtig, vergessen den Film zu entwickeln. Wahnsinn, oder? Und der Motor stand da so. Jetzt kauft also Cary Payne den Motor, den leeren Motor. Und ich bin damals ging ja alles Telefon, Colin Creevy erzählt mir das, he's a world traveler und so weiter. Ne? Schickt mir, das habe ich noch, ein Polaroid, Holzkiste, wo der Motor drin steht. Nicht? So oben Polaroid, ne? Wunderbar. Durch den kleinen Grenzverkehr habe ich mich mal 3, 4, 5 Mal mit Kuss da im kleinen Grenzverkehr und wir haben uns immer unterhalten. Ich habe ihm erzählt, dass das mit den Briefumschlägen, dass das nicht hingehaut hat, aber irgendwann fällt mir schon was ein. War das nicht eigentlich gefährlich oder hat man darüber nachgedacht, dass das vielleicht auch einer ist, der ein Mikro versteckt hat oder dass man da irgendwo abgehört wird? Oder? Das will ich so beantworten. Als ich nach der Wende das Buch über die MFS, was drüben steht, gelesen habe, da habe ich mich selber gewundert. Aber damals... Hat man nicht so gedacht. Okay. Man muss noch dazu sagen, der Kuss, der sah zwar aus wie Che Guevara, hatte aber enorme Angst. Dem haben sie in seinem alten Elternhaus, wo er über der Garage, wo der Motor denn letztlich dann drin stand, wo ich gleich drauf kommen werde, da haben sie einen Polizisten. Was meinen Sie, was der... Also der hatte Angst. Okay. Für Sie war es wurscht. So. Ja. Ich wusste also, dass bei den Engländern, bei Colin Creevy, Peterborough, in der Werkstatt der leere Motor steht. Frau Kuss, wie gesagt, die Ärztin, war ein ganz anderer Typ. Also man würde sagen, clever. Die erzählten mir, die beiden, dann von einem anderen ostzonalen Mann, der den letzten gebauten, aber nicht mehr zum Einsatz zu kommen, AWE-Rennwagen hatte. Dieser Mann war ein begnadeter Handwerker und Großuhren-Uhrmacher, Kirchturmuhren. Der hat von der Kirche ganz gut gelebt, denn die Kirche ist ja in der Ostzone doch relativ unabhängig gewesen, wie man aus der Friedensbewegung und so weiter und so weiter. So. Schwerer Alkoholiker. So. Der hat also irgendwann erzählt, er hat einen DKW und er will Bergrennen fahren und aus irgendeiner schwarzen Quelle haben sie ihm 100 Mark für Schnaps gegeben und die Frau Kuss kommt eines Tages eben zu dem Meeting in Kirchworbis bei Duderstadt und zeigt mir ein Foto von einem abgedeckten Auto-Union-Motor mit 2-Stufen-Kompressor unterm Kartoffelsack. Der dieser Doppelkompressor war zu sehen. Ich wusste also sofort, was es ist. Ja. So, ich sage also zu ihr, hören Sie zu, das können wir gegen den Dings verrechnen. Ich kriegte ja 20.000 Mark von denen. Ich hab ja den Sokol, also so heißt der, dieser Ostzonenrennwagen, der habe ich ja gekauft. Okay, alles klar, ja. Und die haben immer gesagt, das sind sehr ordentliche Leute, waren und sind. Ja. Ne? Wir stottern das ab, da habe ich so aus Spaß gesagt, so alt kann ich nicht werden. Ne? Also ganz kurz, Sie wussten, Sie kriegen den Wagen nicht raus. Bisher war ja alles erfolglos gewesen. Und dann haben Sie überlegt, wie Sie das anders abstottern können. Also die haben also mit dem Alkoholiker, Namen habe ich ja, will ich nicht nennen, getauscht und hatten den Motor zu Hause denn stehen. Okay. So. Ich wusste also in England der leere, da der volle. Jetzt kommen wir zu Herrn Kratkay zurück, dem ich gesagt habe, laden Sie mich nochmal ein. Das hat er auch gemacht. Dann habe ich Colin Creevy angerufen, ich sage, schick den Motor. Holzkiste gepackt, den Motor geschickt, mit der Spedition. Und ich habe einen R4 gekauft, die hintere Sitzbank rausgenommen und da passt quer mit einer Zylinderbank im Fußraum der Motor genau rein. So. Ja, okay. Den Motor da rein, fest abgedeckt, Kaffee, Pralinen und so weiter gekauft und den Brief dabei, den Einladungsbrief von Herrn Kratkay, verdienter Künstler des Volkes.
Jetzt muss ich da mal ganz kurz fragen. Sie haben einen Motor hier in den Osten dann gebracht? Der Motor ist von England nach Kapellenhagen, wo ich gewohnt habe. Der leere Motor? Der leere Motor. Den habe ich in den R4 reingepackt. Und zwar so, dass man die Ringe, die Auto-Union-Ringe waren seitlich gegossen. Das konnte man sehen. Okay, ne? Alles klar, ja. Und den Brief eben von Dings. Und dann kommt noch eine zweite Sache dazu. In der Ostzone gab es einen Rudi Krause. Einer der vielen Rennfahrer, die es in 50er Jahren gab, der einen sehr schönen AFM hatte, Rennwagen. Waren viele Westdeutsche, nicht, waren daran interessiert, haben ihn besucht und so weiter. Unter anderem auch Winfried Seidel, heutiger Ehrenpräsident des MVC. Irgendwann redet man mit dem und dann erzählt er mir Folgendes. Er ist auch zur Leipziger Buchmesse. Sind Sie schon mal in Leipzig am Bahnhof gewesen? Das sieht heute alles anders aus, aber gegenüber war so ein neuer, war ja stark bombardiert Leipzig, also ein Neubau lange und da musste man sich anmelden für ein Zimmer und polizeilich und so weiter. Okay. Und da musste also Strecke 300 Meter. Und er sagt, ja, ich gehe da also lang und dann kommt von hinten einer, so fasst mich so am Arm, Herr Seidel. Sie kennen doch Herrn Rudi Krause und so weiter, also ein MFS-Mann. Ja, ich kann Ihnen helfen und ich weiß ja mit den alten Autos und so weiter. So, und hat sich bei ihm angeschlichen. So, und er dachte, wusste ja gar nicht den ganzen Hintergrund. Ne? Ja. So, und dieser Mann ging dann über mehrere Besuche und dann ging es los, können Sie nicht mal ein paar Funkgeräte schicken. So, und dann hat Winfried Seidel, kalte Füße gekriegt. Denn mit dem Funkgeräte schicken, das war ja ganz verboten. Gefährlich, ja klar. Ja. Winfried Seidel war Laienschauspieler, ne, in einer Laiengruppe. Hatte also schauspielerische Fähigkeiten, ist zum MAD gegangen, die ihn sofort umdrehen wollten und hat da den Alkoholiker vorgespielt. Dann haben sie ihn zufrieden gelassen. Dieser Mann, der ihn da angesprochen hat ihm eine Karte gegeben, da stand nur drauf der Name Bernhard und Leipzig und eine Telefonnummer. Nichts sonst. Und hat ihm gesagt, hören Sie zu, Herr Seidel, wenn Sie mal irgendwie Probleme haben, geben Sie das Ding ab, dann ist Ruhe. Diese Karte hat mir Winfried Seidel, diese Visitenkarte, mit der Geschichte gegeben. Ich fahre also mit dem R4 nach Marienborn. Ja. Was haben Sie denn da hinten drin? Ich sage, ja, ich habe erstmal den Brief von dem Kratkei vor, ich habe eine Einladung und der ist nicht ganz komplett und der Mann will mir helfen. Die Frauen sahen ja alle hässlich aus, die an der Grenze sind. Ne? Also auch so ein Kanonenvibe. Ne? Verschwand also, nee, das geht nicht. Habe ich ihr nur diese Karte gegeben. Ich verschwand wieder mit einem freundlichen Grinsen auf dem Gesicht. Gute Fahrt, Herr Schröder, ich hoffe, es gefällt Ihnen bei Ihnen und so weiter. Ich war so platt und habe aus Versehen, ich hatte gerade meine Brieftasche aus der Tasche genommen, und der R4 stand neben einer Tanksäule, habe das auf der Tanksäule liegen lassen. Meine Brieftasche. Ja. Merke das nach 50 Metern, fahre zurück, muss 20 Mark Strafe bezahlen, weil ich rückwärts gefahren bin, hatte meine Brieftasche wieder. Bin also hin, also der Kuss hat ein bisschen größer als sie und ich eben klein. Ich hatte mir so von den Möbelträgern, kennen Sie diese breiten Gurte, mit denen die Möbel schleppen. Ja, klar. Da hatte ich mir anfertigen lassen für einen großen und für einen kleinen. Ich war nicht angemeldet bei Kuss. Vergesse ich nie. Der macht die Tür auf und fällt zurück gegen seine Garderobe. Weil er sich so erschrocken hatte. Ich sage, ne? So, und dann haben wir das aus der Garage, wo der Motor drin stand, raus, den anderen Motor da rein. Ja. Und er hatte Angst, dass der Polizist, der da über der Garage wurde ein Polizist, musste ein Zimmer vermieten an einen Polizisten. Also der hatte Angst. Ja, ne? Klar. Nichts Großes geredet, weg, zurück und am 12.12.1977 war ich dann wieder in Hannover. War der Motor da. Also Sie hatten quasi nicht diesen unvollständigen Auto-Union-Rennwagen, sondern einen Motor, der viel wert war, für das Geld bekommen, ne? Für die 10.000 Mark umgetauscht.
Gut, dass sie mich an den Sokol, so heißt der, dann haben die Russen, das heißt Pfeil, also wie Silberpfeil, ne, auf Russisch. Ne? Ja. So, damit, das habe ich vergessen, nachdem der Kauf abgewickelt war, 4, 6 Wochen später, ruft der Kuss an, Tante Bertha ist krank, das hatten wir so, wenn irgendwas ist, ne? Wieder hin. Nach 4 oder 6 Wochen kamen diese beiden, Kittel und Niedermeyer, die das irgendwie mitgekriegt haben, dass er den Sokol hatte, zu ihm. Wo haben Sie das her? Haben Sie eine Quittung? Haben Sie das gekauft? Na, Sie wissen doch, Eigentum des Volkes und naja, wir wollen mal nicht so sein. Sie kriegen Lada. Also sie haben ihn gegen einen Lada, der bei uns 10.000 Mark gekostet hat, der polnische Lada, das Ding abgepresst, den Sokol. Ja. Und, jetzt halten Sie sich fest, für 200.000 D-Mark an Tom Whitcroft verkauft. Donington Collection of Single-Seater Racing Cars als 1.5 Liter Auto Union. So stand das Auto zu Lebzeiten von Tom Whitcroft, also sprich bis 2009, im Museum. Als ich im Jahre 99 gehe ich mit dem damals lebenden Top-Journalisten Ian Young, ein Neuseeländer, der in England lebte und Formel 1 Berichte macht, hervorragender Schreiber, exzellent. Ja, gehe ich treffe ihn zufällig da im Museum. Was ich da zu tun hatte, weiß ich gar nicht mehr. Treffe Ian Young. Ich sage, komm, wir gehen mal rum. So, jetzt gehen wir an dem Ding vorbei und ich sehe ihm die Ringe da drauf, die auch jetzt noch zum Teil drauf waren, obwohl jedermann weiß, was es ist. Aber Auto Union klingt natürlich besser. Ich sage ihm, hör zu und erzähle ihm das, was ich Ihnen vorher erzählt habe. So, er hatte damals, wie gesagt, immer an die Zeit denken. Da gab es schon von Sony diese kleinen Diktiergeräte, die man so diese Größe, nicht wie ein ganz dickes Handy. Ja. Ne? So ein Ding hatte er in der Tasche, hat auf den Aufnahmeknopf gedrückt, hat also meine Geschichte gehört, hat in der Thoroughbred, ein Klassiker, einen wunderbaren Artikel darüber geschrieben, über das Auto und den Hintergrund und so weiter und so weiter. Ne? Also Sie sehen, so ergibt eine Geschichte die andere. Ja, das stimmt. Und zu der Zeit, sagen wir mal, wenn mich Leute fragen, wo hast du das alles her? Wir sagen mal so, heute gibt es ja diese Scheunenfunde und die Leute, die eben da sich ja sagen, wir finden was für dich. Ist natürlich alles Schwindelei. Nicht? Die Zeiten sind vorbei. Sagen wir mal, der Kasus Knacktus bei der ganzen Sache ist, gut zuhören, was die Leute erzählen. Und aus dem Nebensatz kann man manchmal, ach guck mal, wenn der das weiß, dann muss er das. Und so, Sie haben jetzt halt alleine gesehen, was aus dem Brief, wenn du mir einen Euro-Scheck über 500 Mark schickst, kriegst du die Adresse. Dadurch ist der Sokol geworden. So, der Sokol, wir machen weiter, ist dann also in Donington im Museum gestanden. 2009 ist Tom Whitcroft verstorben. Tom Whitcroft war kein Nazi, er war auch nicht in der Nazi-Partei, aber ähnlich wie George Monkhouse, Motor Racing mit Mercedes-Benz, war er von der Qualität jetzt der Rennwagen und von der perfekten Organisation. Das kannten die Engländer ja gar nicht. Nicht? Sie müssen mal George Monkhouse Bericht von Donington lesen. Nicht? Er sagte, wir mit unseren Nuckelpinnen, steht da auf Deutsch gesagt drin. Und dann kommen die mit ihr, nicht? Und haben gesehen, dass alles die Garage gemietet und vorbereitende Arbeiten mit einem Mercedes-Stern dran gemacht. Davon war auch Whitcroft sehr angetan und hat immer davon geträumt. Also Whitcroft dürfte 20er Jahre, Baujahr 25, 26 gewesen sein, 2009 verstorben und hat eben immer davon geträumt, einen deutschen Rennwagen zu haben. So, mit dem Sokol hat er sich eingebildet, er hätte den 1.5 Liter Auto Union und hat zu Lebzeiten, also Tom Whitcroft, sagen wir mal, hat 2007 an Crosthwaite und Gardner einen Auftrag gegeben, 5 W125 zu bauen. 2 sind fertig. Einen hat Whitcroft bekommen
Und irgendjemand anderes in England so, dann der Sohn Whitcroft Junior ist nur an Militaria interessiert, der sammelt Panzer und Kanonen. Ja, schön. Ja, und hat eben verkauft. So ist eben und praktisch die Werkstattarbeit für ihn und Verkauf macht Rick Hall, Hall, englische Firma, die auch den BRM nachbauen oder neu bauen. Okay. Ne? Als ich im Jahre 2009, als ich gelesen habe, dass Tom Whitcroft verstorben ist, habe ich mit dem Sohn, den ich kannte, gefragt, man muss wissen, bei Whitcroft stand auch der zweite gebaute Cisitalia 360. Also das bedeutendste Auto mit einer in England gebauten neuen Karosserie. Und da ich wusste, dass er nur an Militärsachen habe, ja, dachte er, der kann verkauft werden. So. Dann bin ich mit einem Deutschen, der hier in der Nähe wohnte und damals über sehr große Mittel verfügte. Vor einigen Jahren ist er aus Deutschland weg, wo er heute lebt, weiß ich nicht. Aber damals bin ich wegen der zweite Auto Union, der bei den Karasek hatte, der stand auch bei Hall & Hall. Und dieser, ich nenne mal keinen Namen, weil er noch lebt, man sagte zu mir, ja, wenn ich mal was Vernünftiges habe, wo er seinen ganzen anderen Mist für verkaufen kann. Also das ist eben so einer, der hatte eben viel Geld. Ich sage, hör zu, verkauf den ganzen Mist. Wir können zu Hall & Hall fahren und da guckst du dir den Auto Union an. So, das haben wir auch gemacht im Dezember. Ausnahmsweise Schnee gelegen, auch in England. So, wir fahren zu Hall & Hall. Dieser damalige Freund von mir, das kann man sagen, hatte sich vorher den Fuß gebrochen. Also er hatte einen kleinen Gips und konnte ein bisschen am Stock gehen, aber so, wir gehen da also rein. Er setzt sich da, wie das Übliche ist, auf dem Vorderrad von irgendeinem Rennfahrer, sieht den Auto Union da stehen, aus 3 Metern Entfernung, so bis dahin, nee, den kaufe ich nicht. Eben der typische Fall, keine Ahnung. Ja. Ne? Ja. Und das gefiel ihm nicht, so. Ja, ich sage, gut, wir können es ja noch, und Dings natürlich, Tasse Kaffee und so weiter und Smalltalk. Ich gucke mich da in der Werkstatt um, gehe mal gerne rum und sehe da Plastikkisten stehen, die wir hier nicht haben. Also nicht die Bäckerkisten und nicht die Postkisten. Größer, also so 1,50 Meter und mit 2 Deckeln zu. May I have a look? Ja, sagt er, mach auf. So, ich mache die auf, gucke da rein und sehe da Teile drin liegen, die ich nicht identifizieren konnte, aber sehen konnte, das ist was. Frage ihn nach, what's that? Oh, the remaining parts of the Cisitalia. Das war sein Satz. Ne? Wir bedanken uns, fahren noch bei Karl Ludwigsen vorbei, England-Tour, fahren zurück. Auf der Rückfahrt fragt dieser Freund von mir mich, du bist da so nervös geworden bei dem Cristalino, weil er den Namen ja noch nie gehört hatte. Ne? Was ist das? So, da habe ich ihm auf der Rückfahrt erklärt, was das ist. Ja, und dann hat er gesagt, ja, dann kaufen wir den. Die Cisitalia-Teile. Die Cisitalia. Die Kisten, ja. Ne? Und dann sind wir wieder zurück und haben den gekauft. Wir wickeln den Kauf ab. 2010 ist das Auto hier in einem 30 Kilometer von hier stand der Wagen, ne? In seiner Halle. Das Ding steht also bei ihm. Jetzt kommt dies, was ich Ihnen vorhin sagte. In einer anderen Angelegenheit bin ich in Zlín, eine kleine Stadt in der heutigen Tschechischen Republik, bei einem Ingenieurbüro, ungefähr 50 Top-Ingenieure und der Inhaber ist ein Herr Hofferek. Diese Firma ist hier bei uns unbekannt, sind aber die Leute, die vor ein paar Jahren den Rallye Polo, mit dem Audi mehrfach Weltmeister war, Rallye-Weltmeister war, die haben den Motor gemacht. Also Top-Leute für Motor. Alles digital. Ne? Dem erzähle ich das. Ja, sagt er, da wäre ich dran interessiert.
Wie ich an die Dinger gekommen bin, das kommt gleich. Ich schicke ihm also das, was ich habe. Ich habe also ungefähr 80, 90 originale Zeichnungen. Alles hochwertig digitalisiert, also auch alles auf dem Rechner. Schicke ihm das zu. Er kommt hierher aus Zlín. Wir machen ein Meeting mit dem Besitzer des Wagens. Er hatte ein wunderbares eigenes kleines Museum gebaut mit Küche und allen Schikanen, wurde ein Koch geholt, für mich immer gut essen, trinken und so weiter, wie das heute eben so üblich ist. Ne? Er sagt, er hat das mal durchgerechnet nach dem, was ich ihm gegeben habe. Seine Hoferecks Worte waren, der Motor ist gut für 450 bis 500 PS aus 1,5 Litern. Mit Kompressor. Richtig. Ja. Kompressor. Man hat zunächst, also das ist ja eine Porsche-Konstruktion, ohne, da haben die Italiener nichts dazu. Von denen stammt das Chassis, das ist jetzt mal unwichtig in dem Zusammenhang, aber die Konstruktion ist Karl Rabe. Das war die rechte Hand von Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche saß ja zu der Zeit im Gefängnis, hat mit dem Wagen gar nichts zu tun, nur der Name. Die hatten zunächst, um auf diese Leistung zu kommen, 3 Rutzlader. Nicht? Der Auto Union hat 2 hintereinander und die haben 3. So, dann hat Eberan eben ausgerechnet, dass die 3 Rutzlader, die nehmen selber 156 PS auf. Und da bleibt wenig über. So, dann hat man das geändert und hat Zentriklader eingebaut. Sie erinnern sich noch an den sogenannten G-Lader, den mal VW hatte. Ja, das ist im Prinzip dasselbe. Also der Rutzlader ist eine Luftpumpe. Ne? Also dasselbe. Wird auch sehr warm wie eine Luftpumpe. Deswegen die Kühlrippen. Ja? Und der Zentriklader verdichtet schon während der Umdrehung. Hat einen höheren Wirkungsgrad. Und das haben also die ausgeliefert sind also 2 Autos gebaut und auch 2 Motoren. Die haben diesen Zentriklader eben bekommen. Und die von dem Hofereck, die Aussage, so, dann hat eben der Besitzer gefragt, so, was kostet, wenn Sie mir den Motor bauen? Ne? So, wie die Leute, die keine Ahnung haben. Ne? Und dann hat er gesagt, dass er für seine Konstruktionsarbeit und alles prüfen und einen neuen Motor, also der Motor, das muss ich dazu sagen, den der bei Whitcroft war, ist nicht ganz komplett. Aber die Kurbelwelle und die Nockenwellen, das ist alles da. Aber er läuft von selber nicht. Hat gesagt, da muss er mit 1 Million rechnen. So. Jetzt hatte dieser Besitzer zu derselben Zeit auch, er bildete sich ein, so muss man das sagen, er hätte einen 16-Zylinder Bugatti. Bugatti hatte bekanntermaßen kein Geld, konnte nichts entwickeln. Die wollten aber auch einen 16-Zylinder haben und haben damals eben dieses Kunststück gemacht, 2 8-Zylinder, die auf eine Nockenwelle, auf eine Kurbelwelle gewirkt haben, mit Vergasern, die man nicht synchronisieren konnte, auf Deutsch gesagt, lief. Außer einem Bergrennen lief das Ding nie. Aber den Wagen hatte dieser auch spätere Besitzer vom Cicetal, den hatte er schon. Der lief natürlich auch nicht. So, und den hat er zu einem begnadeten Bugatti-Schrauber, Torelli heißt der Mann, in Italien gebracht und der hat das Ding zum Laufen gebracht. Also wirklich ein hervorragender Mann. So, und als er dieses Angebot von dem Hofereck bekommen hat, ja, da habe ich ja noch gar keinen Motor für, nee. Also Torelli macht das. So, Torelli macht das. Da steht der Wagen heute noch. Wir müssen jetzt noch einmal über den Motor reden. Ich glaube, das haben wir jetzt vergessen, oder? Was ist aus Ihrem Motor geworden, den Sie dann aus der DDR geschmuggelt haben? In dem Renault 4? So, den originalen Motor haben wir wieder verpackt in die Kiste nach England geschickt. Und im 8. August 1979 ist der erste Auto Union am Nürburgring gelaufen. Mit dem Motor, den Sie aus der DDR Mit dem Motor, den ich geholt habe. Und der damalige, jetzt komme ich in Ihre Branche, wie hieß der damalige Chef der Sportschau vom ZDF? Einen Podcast gemacht. Der war am Nürburgring. Sieht das, besorgt
Also der Nürburgring war ja damals Freitag, Samstag, Sonntag. Heute geht es donnerstags los. Und natürlich viele Leute drumherum und so weiter und so weiter. Also er besorgt einen LKW, holt das Ding ab und der war entweder Sonnabend oder Sonntag im ZDF in der Sportschau. So, und da ist das Auto in der Sportschau gewesen und Colin Creevy und der Dings waren dabei und nächsten Tag dann zurück und Colin Creevy durfte eben den Wagen fahren. Ja. Und Kerry Payne war da und war eben praktisch damit, das war auch der Auslöser praktisch, dass Audi mal aufgewacht ist. Ja. Denn also ich hatte eine Vereinbarung mit Colin Creevy und mit dem Besitzer, also Schröder-Weise hat mit dem Auto Union den Laden in Hannover eröffnet. Die Firma gab es schon vorher in Kapellenhagen eben, kleiner Grenzverkehr. Ne? Aber wir sind dann, als wir eben erfolgreich geworden bin und eben in meinem Schlafzimmer eben kein Platz mehr war für die Bücher, haben wir eben den Laden in Hannover eben, der auch lange eben ein Zentrum der Oldtimer-Szene in Deutschland war, aufgemacht und haben damit mit dem Auto Union haben wir das eröffnet. Von Audi war keiner da. Also, aber sagen wir immerhin, damals, der hat dann eben praktisch im Jahre 86, ja, ich habe ja auch ein Modell machen lassen vom 3 Liter, auch 25 Stück, sind durch den Tod von Carlo Brianza sind nur 18 Stück gebaut, sollten aber 25 auch werden. Da habe ich eben, und Audi hat damals 2 davon gekauft, von den Modellen, und 1 habe ich selber ausgeliefert. Und da war Malte Jürgens dabei und da hat Malte Jürgens gesagt, er darf eben veröffentlichen, dass Audi an einem Museum baut, Museum Mobile, was dann 2000 eröffnet wurde. Für was haben Sie den Motor weiterverkauft, kann man das sagen, den Sie da aus der DDR geholt haben, für 10.000 Mark? Nee, also ich habe ja bezahlt 20.000 D-Mark habe ich bezahlt. Okay, ja. Und haben verkauft für 50.000 D-Mark. Das ist eben Teil, es ist alles lachhaft natürlich heute. Muss man auch sagen, damals gab es ja noch viel Zinsen. Wenn Sie das Geld nach 3 Jahre lang festgelegt hätten, wären Sie auch schon ein Stück weitergekommen. So, und wenn ich ihn heute noch hätte, ja, ne? Aber gut, das ist hätte Fahrradkette. Ja. Damals war ich ja damit zufrieden. Ja, na klar, und das war ja ein Riesenabenteuer eigentlich. Wir haben ja praktisch ohne geerbtes Eigenkapital und damit haben wir die Firma. Und das Zweite ist, ich habe ja auch praktisch ein Jahr davor nicht den einzigen, aber einen der wenigen Original 904 gehabt. Den habe ich gekauft in Paris für 40.000 D-Mark. Musste ich mir leihen, das Geld, klar. Und haben ihn über Auto Week, war damals eben eine Wochenzeitschrift, gibt es heute noch, aber war damals so im Zeitungsformat und auch auf schlechten Druck. Da habe ich ihn inseriert und haben den verkauft für $20.000. Also wir haben 72.000 Mark dafür bekommen. Okay. An einen Amerikaner. Ne? Wir kommen mal zurück zu Herrn Kuss, von dem ich den Sokol gekauft habe. Dem habe ich natürlich damals gefragt, wo haben Sie denn das her? Ne? Und natürlich musste er mir eine Räuberpistole erzählen, das wusste ich ja auch. Aber ich habe es eben auch, er hat mir erzählt, ja, wissen Sie, hier bei uns in der Ostzone, wird ja alles nach Quantitäten gerechnet und ich war da gerade an einem großen Schrottplatz, sehe das Ding da stehen, die Karosserie hatten sie schon in die Presse getan. Und das Ding sollte auch in die Presse kommen. Da habe ich denen meinen Wartburg oder was er gesagt hat, wie ich das selber, haben sie den reingeschoben, den mitgenommen. Das war die Geschichte, die er mir plausibel aufgetischt hat. Nicht? Ja. Und erinnern sich noch an den Deal mit der 1 Milliarde Kredit, den Franz Josef Strauß und den 5.000 Golfs, die Ostzone bekommen hat. Ja, die Golfs in der Ostzone, das weiß ich. Ja, so, genau. Ja. Mit diesen 5.000 Golf war verbunden eine Periode von 4 Wochen oder so, wo Leute eben ohne große Kalamitäten und große Papiere ausreisen konnten. Und am letzten Tag dieser Ausreisemöglichkeit steht Familie Kuss, ich glaube, sie hatten 2 Kinder, also Herr und Frau und 2 Kinder,
und ein Wartburg-Kombi vollgeladen, dass sie bis auf den Fußboden bei mir in Kapellenhagen auf dem Hof. Haben auch den ersten Tag bei mir übernachtet, haben eben die Ausreise bekommen. Okay. Und die Frau ist nach wie vor Ärztin und im Sauerland. Also der lebt noch, die sind hier sesshaft geworden im Westen dann. Schon vor der Ja, die Frau ist Ärztin. Was er macht, weiß ich nicht. Und was erzählt er jetzt für eine Geschichte? Ja, das weiß ich. Achso, Ja, das noch nicht. hören Sie jetzt raus. Okay, dann müssen Sie mir das eigentlich auch fast noch dann nachträglich erzählen, was dann die Wahrheit ist. Also Ja. wie er damals an das Auto gekommen ist. Da Ja, müssen wir noch mal drüber muss ja reden. irgendwelche Schieberei gewesen sein. Das hat ja Natürlich. in den Guck, Ja, auch klar. der Besitzer des Auto Unions, jetzt also in Prag, hat den deutschen Namen Pol. Da lebten ja auch viele deutschstämmige und sprachliche POHL, Pol. Nicht? Das war ein Schrotthändler. Und sagen wir mal, der klassische Schrotthändler, den es heute nicht mehr gibt, heute ist ja Recycling und so weiter, ne? Der hat ja einen Blick für das gehabt, was in Schrott kann und was man an die Seite stellt. Okay. Also ich meine, nach dieser Geschichte mit der DDR haben Sie natürlich Blut geleckt und Sie hatten ja auch ganz bedeutende Autos und unter anderem haben Sie mal einen Porsche 917 gehabt. Um sie zu korrigieren, insgesamt 3. Aber reden wir über diesen. Sie haben, ja, stimmt, 3. Dieser 033, was ich Ihnen, die kleine Vorgeschichte ist aus dem Näher-Buch übernommen, war, sagen wir mal, die Coupés sind ja nur gelaufen bis 71. Nach 71 war keine Konkurrenz mehr da, ne? Und das Auto war obsolet. Aber bis 74 gab es ja noch die offenen, die Spider. Die 033 war ein Reserve-Coupé, was bei Porsche auf dem Hof stand. Und Porsche hatte zu der Zeit kein Geld, musste die Autos verkaufen. Haben sie auch laut dem Prospekt für 140.000 Mark konnte man so ein Fahrzeug erwerben, D-Mark. Unter anderem den. So, die Coupés waren out, aber was für uns hier Sibirien ist für die Autowelt entweder Südamerika oder Australien. Und Australien hatte und hat auch heute eigene Rennserien. Der Importeur in Australien war Alan Hamilton, die Firma. Und Porsche hat, nachdem die Coupés eben out waren, haben sie die Coupé-Karosserie runtergenommen. Das Chassis ist baugleich und der Nachweis, dass das stimmt, was bei Näher steht und was ich Ihnen erzähle, ist, dass man hier am Chassis noch die Befestigung vom Scheibenwischer, den ja ein Spider nicht braucht, sehen kann. So, es wurde also das Chassis mit der Karosserie, aber ohne Motor, an Hamilton verkauft, Mitte 70. Für einen geplanten Einsatz für irgendeine Serie in Australien. Aus Gründen, die ich nicht kenne, ist es zu der Serie nicht gekommen. Zu der Zeit gab es in Australien einen sehr bedeutenden Sammler, der nicht mehr lebt, mit Namen Pat Burke. Heute hat ja alle Firmen haben ja für sogenannte VIP-Kunden Abteilungen, wo die Autos schöner gemacht werden und so weiter. Und bevor Porsche das hatte, also Pat Burke konnte bei Porsche ein- und ausgehen und sie haben für ihn gemacht, was er haben wollte. Und er hat den ersten nach Australien gelieferten 959, der ging an Pat Burke. Also ein sehr wohlhabender, auch ein sehr angenehmer Mensch, ich kannte ihn persönlich. Der hat also eines Tages von Hamilton das Ding gekauft. Aus Gründen, die ich nicht kenne, hatte Pat Burke seine Autosammlung in eine Firma eingebracht. Modena Properties Limited. Okay. Da waren seine Autosammlung zusammengefasst. Und diese Autosammlung, um mal in die heutige Zeit, der Brooks-Auktion sagt Ihnen noch was. So, die erste Brooks-Auktion in London im Crystal Palace, das war die Pat Burke Collection. Pat Burke war beruflich in der Goldexploration tätig, ist über seine Firmengruppe mit dem australischen
Kartellrecht in Konflikt gekommen und in der Folge in Konkurs gegangen. Als sich das abgezeichnet hat, hat die Firma Modena Properties an die in Gründung befindliche Firma Historischer Rennsport Management, die ich geleitet habe, in Gründung befindliche, deswegen an meine damalige Firma Schröder-Weise in Hannover den 917 für, wie Sie hier sehen, US-Dollar 6.300 verkauft. 6.300 Dollar. Ja. Was auch viel war, aber Ja. 917. So. Ungefahren. Ja. Komplett? Komplettes Auto Nein, oder fehlte was? Nein, da kommen wir gleich drauf. Okay. Also ohne Motor Okay. und nicht, also das, was er hatte, das haben wir für das Geld gekauft. Ja? Ja. Dann ist das von hier, hat Schröder-Weise das an diese in Gründung befindende Firma und so weiter und so weiter. Und gemanagt hat das praktisch den Kontakt hergestellt Bill Bradley. Bill Bradley hatte in den 60er und 70er Jahren ein eigenes Team, Bradley Racing. BBR. Hatte irgendwann einen Unfall und die Familie, ein mittelständisches Unternehmen in England, hat beschlossen, du hörst mit der Rennerei auf, nicht? Wir brauchen hier einen Nachfolger und so weiter und so weiter. Und Bill Bradley hat seinen beiden Schraubern, die Rennmonteure, Paddy O'Grady und Peter Bayer, der nicht mehr lebt, in Stuttgart die Firma Bill Bradley Racing GmbH eingerichtet. Damals war die Oldtimerei, das war ja damals in ganz kleinen Rahmen, ne? So, damit die auch ein Einkommen hatten. Bill Bradley war mit der Sekretärin, mit der Personal Assistance von Eric Broadley, Lola, verheiratet. Aufgrund dieser Verbindung hatte Bill Bradley Racing die Lola-Vertretung für Deutschland. Okay. Und da stand der Wagen irgendwo in der Ecke. Keiner braucht ihn, ja. So. Eines Tages kam Bill Bradley, der Engländer, mit seinen beiden Mitarbeitern in Streit oder Probleme. Jedenfalls rief er mich eines Tages an und sagt, hör zu, schick da einen hin, hol das ab, stellt das Auto bei euch hin und wenn du einen Kunden hast, dann kannst du ihn verkaufen. Dazu muss man wissen, dass wir reden jetzt vom Jahr 98, dass ich im Jahre 95 den von Kremer im Jahre 81 gebauten 917 über Karl-Heinz Feustel an einen Kunden verkauft hatte. Also Feustel hat den K81 von mir gekauft für einen Kunden, der noch einen halben Kopf größer war als Sie. Dieser Kunde hat verlangt als Abnahmebedingung, dass der Motor läuft und das sollte bei Porsche geprüft werden. Daraufhin habe ich das Auto auf den Anhänger geladen. Wir sind nach Stuttgart gefahren. Der Meister ist rausgekommen, am Ange ging das und ich sehe diesen Kunden, den ich kannte als Schröder-Weise Kunden, noch nie gesehen habe. Sage ich zu ihm, da passen Sie doch gar nicht rein. Den bauen wir um, kein Problem. Also, ne, so. Also Feustel sollte das Auto umbauen. Aber die Rückwand können Sie ja schon nicht zurücksetzen, da ist der Motor. Da ist der Motor, ne? ja. So. Also er passte nicht rein. Das Auto ist bei Feustel geblieben und ist dann zu uns gekommen und ich habe es dann verkauft. Okay. So kannte ich Feustel. Und Feustel, als wir den Wagen hatten, nicht, bei uns in der Halle standen, irgendwann rief Feustel an, ich sage, Feustel, wir haben so und so, so und so. Ja, da habe ich einen Kunden für. Ne? So. Also er kam mit einem Kunden, Milouet, den Namen kann man nennen. An den haben wir das Auto ohne Motor, aber mit den Teilen, die daneben lagen, verkauft. Und O'Grady, also der eine von Bill Bradley Racing GmbH, der hat uns gegen Entgelt eine Fehlteile-Liste gemacht. So, jetzt sind die beiden, die Milouet und seine Frau, also wenn es in der Halle gewesen, unterschrieben, Scheck gegeben, Dankeschön, auf Wiedersehen. Herr Feustel holt das Auto ab, so hat er uns denn gesagt. Ne? So. Jetzt sind die nach Hause gefahren und die Frau, ich würde sagen, die hat sich diese Liste mal durchgelesen. Also Milouet ist in meinem Alter und hat gesagt, naja, hör mal zu, ob du das noch schaffst und was soll das kosten und so weiter. Sprich, als sie zu Hause waren, sind sie vom Kauf zurückgetreten, aber nicht mir oder uns gegenüber,
sondern haben Feustel angerufen, sagen wir, hör mal zu, wir haben uns das überlegt, also das schaffen wir ja gar nicht, diese Teile und so weiter und so weiter. Und hat Feustel gesagt, gut, ich übernehme die Kiste. O'Grady hatte ein sehr gutes Verhältnis zu einer Frau bei Porsche, die Altrennteile verkauft hat. Weil Porsche brauchte jede müde Mark. Und diese Teile, die O'Grady, die habe ich für die Firma Historischer Rennsport übernommen. Ne? Mehrere Seiten. Zylinderkopf 500 Mark. Hier. Für 917. Ja, das ist alles originale 917 Teile. Ja. Ne? Und wir reden über das Jahr 1989. Ja. So. Also da hatten die noch so viele Teile liegen. Ja. Aber der Hype war auch noch nicht so richtig losgegangen. So, und diesen ganzen Block Teile hat der Historische Rennsport, sagen wir im Jahr 91, 92, 93, weiß ich nicht mehr, an Marco Marinello, 911 Parts in der Schweiz, verkauft. Der hat diesen ganzen Kram an Feustel verkauft. Das heißt, diese Neuteile, die hier belegt sind, die sind da reingeflossen in das Auto. Und diese Fotos, die hier drin sind, die meisten sind von Näher. Der Näher ist im Jahre 2012 bei Feustel gewesen, war er schon in der Schweiz mit seiner Firma und das sind ja erkennbare Amateurfotos, die deswegen, sagen wir, einen hohen dokumentarischen Charakter haben. Gucken Sie, das ist der Fotograf hier, der die schönen Fotos gemacht hat. Ja, ich weiß, genau. Da muss das schön aussehen. Ja. Das ist schön ausgeleuchtet und hier sieht man halt die Schweißnähte und die Details. Ne? So sind also diese ganzen Neuteile hier reingewandert, sodass man also von diesem Auto sagen kann, das ist die Referenz. Denn das Besondere ist, dieses Auto ist niemals Rennen gefahren. Es hat keine Renngeschichte. Genau. Und Sie haben so eine schöne Definition für das optimale Rennauto. Ist das mit dem schnellsten, mit dem besten Motor, den besten Bremsen, den besten Fahrern, der als erster über die Ziellinie geht und sich dann zerlegt. So, das weil wird es so am Limit gebaut ist, dass es da genau, dann das Ende des Lebens erreicht hat. Ne? Und das war ja, wenn wir uns diese Geschichten, man sagt heute diesen Spleen von, so gucken, das sind die Teile, die wir mitgegeben haben. So stand das bei Schröder-Weise in der Halle. Ja. Ne? Die Teile, die gehörten zum Auto. Also Ersatzteile New Old Stock, wie man es nennt. Und das Auto. Die einfach nicht eingebaut. Ja, genau. waren, und das Auto nie Rennen gefahren. Genau. Und der Motor gehörte nicht dazu. Dies haben wir an Meloy verkauft. Balsaholz, weil jedes Gramm zählt. Das draufgebratene Armaturenbrett, der erleichterte Schlüssel. Ja, herrlich, oder? Nee. Ist das toll, ne? Die Leute hatten vor dem jungen Piëch nicht nur Respekt, sondern auch Angst. Also Gustav Nietzsche, der ja als junger Mann als Rennmechaniker gearbeitet hat und heute die Motoren macht, der hat mir erzählt, wenn sie zu einem Rennen gefahren sind, dann heißt, wir fahren um 7 los. Wer um 6:45 noch nicht da war, den hat Piëch gefragt, ob er nicht mitfahren will. Als die Autostadt eröffnet wurde, die haben im Jahr 2000 eröffnet worden mit der Weltausstellung in Hannover zusammen. Schröder-Weise, damals war ich ja noch in der Firma. Wir haben für die US-Firma, die Innenausstattung der Autostadt gemacht hat, also alles wie, was, wo, wer, wir hatten so eine Ausschreibung gemacht, eine US-Firma. So, und wir haben da für dieses Zeithaus, wo die Autos drin stehen, Automobilja geliefert, also Tankstellen, Ausstattung und all was wir so hatten. So, und hatten da mit einem US-Mann, der so ein bisschen Deutsch kannte, immer Kontakt. Und der sagte nur, ja, es wäre ganz gut, wenn von euch einer an dem und dem Tag kommt. Da kommt Piëch hier und kontrolliert, ob alles im Zeitrahmen ist. Ne? Okay, ja. So, ich fahre also hin. Es war alles wunderbar aufgebaut und alle warteten, aber kein Piëch kam. 2 Wochen später spreche ich mit dem, ich sage, Mensch, bin ich umsonst dahin gefahren. Ja, sagt er, wir haben auch alle gewartet, aber stell dir vor, was der gemacht hat. VW hatte vor kurzer Zeit MAN unternommen. Herr Piëch hat sich in Blaumann eingezogen, hat einen Führerschein 2 und ist mit einem MAN über die Baustelle gefahren. Und hat sich alles angeguckt, ob alles
in Ordnung ist. Ist aber nirgends drin gewesen. Ne? So, und das passt so gut hier zu dieser Geschichte. Ne? Ja, ja. Wenn man eine Viertelstunde vorher noch nicht da war, dann hat er eine sehr ruhige, leise Stimme gehabt. Also ich habe ihn persönlich kennengelernt. Okay. Ne? Nur sehr nebenbei, aber auch ein bisschen Korrespondenz geführt, aber ist egal. So, er hat nicht geschrien, er hat nur so in seinem leichten österreichischen Dialekt, den man ja dann nicht ablegen kann. Ne? Als er in Braunschweig, musste er ja auch vor Gericht erscheinen und als Zeuge aussagen. Dann wurde er eben standardmäßig gefragt, Name, Beruf, Gastarbeiter. Er hat sich da Beruf, Gastarbeiter. Ja, sehr ne? gut. Ja. Ja. Also wie gesagt, dies ist die Referenz. Und die Autos, die heute gebaut werden, das sind alles neue Autos. Und diese Überlegung, wir müssen das Rennen gewinnen, ob die Schweißnaht schön ist oder hier dreimal angebraten ist, das ist... Da gab es auch ein gutes Zitat von Ferrari-Mechanikern an der Rennstrecke. Also man muss sagen, bei Porsche waren die Schweißnähte wirklich hässlich. Ich hoffe, bei Porsche nimmt man es mir nicht übel, aber die haben es einfach hingemacht. Als sie in Le Mans waren, ist er ja gegen den 512 gefahren und die Ferrari-Mechaniker laufen rum und man guckt hier und da und haben natürlich die Nase gerümpft, als sie diese Wülste gesehen haben. Ne? Und dann wird eben, hat mir Gustav Nietzsche eben dieses Zitat von Piech gebracht, dass er gesagt hat, ja, der Schönheitskonkurrenz können sie gewinnen, wir wollen das Rennen gewinnen. Ne? Und darauf war eben, auf diesen Erfolg war alles fokussiert. Alles andere, wenn Sie sich das hier angucken, wenn Sie sich diese Schweißnähte oder noch das Schlimmste ist ja, gucken wir mal, das die Feuerwand. wenn Sie sich das hier angucken. Die Feuerwand aus Asbest. Ne? Also unglaublich, ja. Furchtbarer kann man das ja nicht machen. Nee, das stimmt. Ne? Das stimmt. Aber es ist zweckmäßig und es soll ja nur Rennen gewinnen und sich nach der Genau, und Ziellinie hier das ist die Befestigung vom Scheibenwischer. Vom Scheibenwischermotor. Ja. Das muss man natürlich wissen. Und man muss natürlich auch wissen, es wurde nicht standardmäßig für Spider oder Coupés der Scheibenwischer drauf gemacht. Ein Piech hätte es niemals geduldet, dass ein zu viel Stück Blech in sein Rennauto kommt. So. Ist auch richtig, aber man muss dieses auch erkennen, dass man es überhaupt fotografiert. Ja, das sage ich, wenn eben professionelle Fotografen, die ihr Fotografenhandwerk und ein schönes Foto machen die wollen. machen die schöne Form und die Aerodynamik und so ein paar Details. Die aber eben sowas nicht sehen. Ja. Nicht, das ist beim Sokol genau dasselbe in dem Buch. Da sind wunderbare Fotos drin. Aber für einen Historiker die Details natürlich, die fehlen. So. Und diese Feuerwand, natürlich, die fotografiert keiner. Das sieht aus wie eine hässliche Kellerplatte. Ne? Da hängen wir lieber eine Decke vor. Dann machen wir ein Foto vom Scheinwerfer. Welches Auto ist für Sie als Historiker wertvoller? Sie sagen natürlich, das Auto ist fantastisch, weil das ist genau der Urzustand, wie er das Werk verlassen hat. Hat aber natürlich als Rennwagen gar keine Rennhistorie. So, kein Rennen gewonnen, nichts. Ne? Das stimmt. Und das ist, sagen wir mal, wenn wir uns jetzt die 021 hier angucken. Also das psychedelische Auto, das grüne. Das ist eben die Dialektik dabei. Ja. Entweder ich habe eine Renngeschichte und es ist eben, der wäre ja fast auseinandergefallen. Der ist in dem recht nahe gekommen. Die 21, wer ist das Ding gefahren? Willi Kausen und Gérard Larousse. Auf jeden Fall weiß ich, dass das Ding bei Freisinger im Freien vor seiner Firma lag. Ich habe es ja selber gesehen. Wir sind ja hin und haben Porsche-Teile gekauft von Freisinger. Ja. Weil nichts ist älter als der Rennwagen von gestern. Und der Wagen, um das nochmal kurz zu sagen, mit dem fällt fast auseinander, der wurde dann geprüft und auch nach Rissen im hat Rahmen. Eben zig Haarrisse gefunden. Und also der Rahmen war richtig am Ende. Der war am Ende und man hat eben, weil eben er auch in der Nachrennzeit, er ist also bei dem Gastwirt Großmann mit einer Straßenzulassung im Schwarzwald gewesen, Kalf, CW. Ja. War auf der ersten Seite Automotor und Sport und hatte eine dicke Brust, der Mann. Ne? Das Auto hat wirklich eine abgefahrene Geschichte. Rennhistorie und danach als Straßenwagen weitergenutzt worden. So. Ja. Dann, als wir den gekauft haben, habe ich ja gekauft, den Wagen. Ja, für einen amerikanischen Freund. Ja. Ich war mit einem Köfferchen, wie es da hinten steht,
mit 400.000 D-Mark von jemandem, der heute noch lebt, dessen Name ich also nicht nenne, bei Herrn Großmann, so hieß er, und habe mir das Ding angeguckt, sag, wir haben einen Kunden, nein, verkaufe ich nicht, dafür verkaufe ich den nicht, Herr Schröder. Denn das Übliche, wenn Sie doch mal, hier ist meine Karte und so weiter und so weiter. Ja, 2, 3 Jahre später, abends um 23 Uhr, bin ich, alles vor Handyzeiten, bin ich durch Zufall noch in der Firma in Hannover, klingelt das Telefon. Da ich viel US-Verbindung hatte, das bei den Mittagszeit, habe ich abgenommen. Da meldete sich Herr Großmann und die Stimme klang so, als wenn einer hinter ihm im Knüppel stand und ihm einen übergeben wollte. Herr Schröder, haben Sie den Kunden noch? Kann der schnell bezahlen? Und so weiter. Ich verkaufe. Also er hatte erkennbar hörbare Probleme. Ich sage, ja, ich kann es jetzt nicht sagen. Ich sage, geben Sie mir eine Telefonnummer. Also er hat mir eine Telefonnummer nicht von sich zu Hause gegeben, sondern wo er war. Ich sage, ich rufe den Mann an, so abends um 11, Florida, also Mittagszeit. Und der vorhin zitierte Franz Satterfield hatte damals eine Porsche-Vertretung, Porsche Audi of the Palms. Und war also Porsche-Händler, hatte zu der Zeit schon ein Rodriguez 917, Ex-Rodriguez 917, eben als Sammlerwagen zu Hause und hatte eben ein Konto bei der Stadtsparkasse Stuttgart wegen Bezahlen, ne? Als Porsche-Vertreter. Ne? Ich sage, hast du das Konto noch? Ja, ich sag, der will den verkaufen. Was hast du drauf? Ja, 30 habe ich drauf. Ich sage, ist gut. Ja, den Grossmann angerufen, also 30. Ja, dann sagen Sie ihm Bescheid, soll er da und dahin überweisen. Wie viel? 30? Für 30.000 Mark. Ja, als Anzahlung. Hat gefragt, haben Sie Ihren Kunden noch? Er brauchte offensichtlich 30.000 Mark. Okay, alles klar. Dringend. Das Geld überwiesen. Satterfield sich in ein Flugzeug gesetzt. Dann haben wir Gustav Nietzsche, der in der Nähe wohnt. Und dann hat Gustav Nietzsche, das habe ich von ihm gelernt und weiß es eben auch, der 917-Motor hat die nennen wir es mal Eigenschaft, wenn er lange steht, bleiben die Ventile hängen. Gustav Nietzsche hat sich ein Gerät gebaut, um das prüfen zu können. Und ist mit hingekommen zu Großmann, den Motor durchgeschickt. Und Großmann der hieß nicht umsonst so Großmann, ne? Der hat erzählt, wie er mit 300 eben über die Schwarzwald-Höhenstraße gefahren ist. Gustav Nietzsche hat mich so angetickt von der Seite, ne? Sagt er, komm mal her, und hat mir gezeigt, er hat ans Gaspedal ein Stück angeschweißt, der konnte gar kein Vollgas geben. Wenn man wäre ja tot. So, und Satterfield hat das übernommen zu Bill Bradley Racing. Ach so, die Frau natürlich. Teppich gestickt. Dann muss er ja ein bisschen Heizung wegen Windschutzscheibe haben. So, also zu Bill Bradley Racing gebracht. O'Grady hat das zum Rennwagen zurückgebaut. Anders konnte er es nicht importieren. Und hat es an einen damals noch lebenden Don March verkauft. Wie auch heute sind die Leute, die guten Autos haben, sind entweder Erben oder alte Knacker. So. Don March gehörte zur zweiten Sorte und ist beim historischen Rennen eben mal 100 Meter an der Leitplanke lang geschucht. Dadurch wurden, ohne dass die Plastikkarosserie, wurden die verschiedenen Lackschichten sichtbar. Ja, okay. Dadurch kam die Bemalung raus und dass das Hippie-Auto war von Martini. Da ist erst durch diesen Unfall oder fast Unfall durch dieses Langscheiben, vorher war es gar nicht bekannt. Genau, dadurch ist das Auto natürlich sehr viel wertvoller geworden. Ja. Don March ist dann verstorben, hat seinen Sohn, und sein Sohn hat es dann an Bobby Rahal, der ein harter Fahrer ist, und der hat also bei historischen Rennen alle eben hinter sich gelassen, aber ist hart gefahren. Und dann ist es eben nochmal durch 2 Hände gegangen, und der Vincent Geier, hat das dann erworben, ne? Und hat eben, sagen wir mal, diese beiden sehr guten Leute gehabt, die das, einmal die Restauratoren, das sind 2 deutsche Brüder, die in Belgien, MEC Auto, MEC,
Das sind irgendwie die Vornamenabkürzung, MEC, Mac Auto heißt die Firma, sehr gute Arbeit gemacht und dieser Jacques Breuer, der dieses Buch gemacht hat, der hat das begleitet und sehr professionell eben alles dokumentiert. Also das ist ein Muster eines guten Autobuches. Also das muss man sagen, das Buch gibt es, glaube ich, auch nur noch im Antiquariat. Nö, gibt es das noch neu? Bin nicht ganz sicher. Also wen es interessiert, Porsche 917 021, The Fabulous Story. Ja. Porsche 917 021. Ja, richtig. Ein Riesentipp, also super Buch. Ja, das haben die im Eigenverlag gemacht. Man konnte es über Breuer. Und der Breuer rief mich eben eines Tages an, hat mir das erzählt. Ja, ich sage, das kenne ich natürlich. Und ich habe die originalen Unterlagen dazu. Und ich sage, hören Sie zu, ich will es nicht unbedingt verkaufen, aber ich will doch sehen, wer hat das. Ich sage, am besten kommen Sie mal mit dem Kunden vorbei. Dann sind die nach Hamburg gekommen, haben uns einen Prototyp im Museum zusammengesetzt. Ich habe gesehen, das sind ordentliche Leute und habe ihnen eben die originalen Unterlagen gegeben und habe ein kleines Kapitel im Buch. Denn hier sind die Verkaufsunterlagen, das ist alles sehr handschriftlich, ging alles sehr unkonventionell seinerzeit vor sich. Also so ist eben auch die Besitzerfolge und Historie einwandfrei belegt. Nicht? Was auch selten ist, denn sagen wir mal, die Altauto-Geschichte ist doch sehr ähnlich den Jägern. Man sagt nicht umsonst Jägerlatein oder Anglerlatein. Ne? Und sagen wir mal, in der Altautoszene werden eben sehr, sehr, sehr viele Geschichten erzählt, wo immer etwas Wahres dran ist. Aber eben der Zeitzeuge, ne? Was jeder erlebt, ist sein individueller Eindruck. Ja. Welches Auto würden Sie jetzt lieber haben aus heutiger Sicht? Den unberührten 917 mit den neuen Teilen sozusagen oder den quasi Neuwagen oder den 021 mit sehr bewegter Geschichte? Also wirklich gegensätzlicher kann es ja kaum sein. Das ist ein gutes Pärchen. Ich ziehe aus meiner heutigen Sicht, aber da ist meine ganze Erfahrung natürlich dabei. Ich bin ja früher auch gefahren. Ich habe einen Veritas Formel 2 gehabt, da bin ich auch mitgefahren. Okay. Ne? Weil das ist der Zeitzeuge. Also das Auto, was nicht Rennen gefahren wurde. Ja, das ist der Zeitzeuge. Ne? Und wir befinden uns ja sowieso in einem Umbruch im Moment. Also sagen wir mal, dass der Verbrennungsmotor, der klingt aus. Das Jahrhundert des Automobils ist vorbei. Nicht umsonst, sagen wir mal, wenn Sie heute auf eine Messe gehen, nicht, das sind alles moderne Autos, die da stehen. Oder Replikas. Sagen wir mal, es gibt ja ein paar Großsammler, die auch Wert auf Qualität legen. Also einer ist eben Miles Collier, USA, Revs Institute. Der hat also seine Sammlung eingebracht in eine Kooperation mit der Stanford University. Die haben in USA kann man Autorestauration studieren mit einem Studienabschluss. Bei uns wird darüber diskutiert, über Ausbildung, weil die haben die Amerikaner, kann man keine Lehre machen. Nicht? Aber sagen wir mal, bei uns wird ja nicht, es gibt das Karosseriehandwerk, die haben mal so ein Schild gemacht, dass jemand eben auch für alte Autos zuständig ist. Okay. Aber heute lernt ja einer Mechatroniker. Ja, weil wir in einer anderen, die Welt entwickelt sich ja immer weiter und sagen wir mal, die alte Technik wird schnell vergessen. Nehmen Sie dieses Ding mal raus, dieses mit der hellen, das, ja, genau. Die Geschichte eines Autos, Chassisnummer SSK, ne? So, dieser Wagen, so wie er hier steht, als es noch die Eifel Classic gab, ja, 90er Jahre, war ein regnerischer Tag und im Nürburgring auf dem neuen Fahrerlager parallel zu den Boxen ein kleines Zelt und darunter stand der Wagen. Ne? Ich gehe hin und daneben steht Peter-Heinz Kern.
den ich gut kannte. Peter-Heinz Kern hat am 2. Weihnachtsfeiertag des Jahres 79 von mir den ersten Kompressor in seines Lebens gekauft. Okay. Ich kenne ihn also lange. Ja. Ich gehe hin, Smalltalk, das Übliche. Ne? Ich kannte damals schon den Hintergrund, den ich Ihnen gleich berichte von diesem Wagen. Kannte ich schon. Und ich sage zu ihm, naja, keiner können Sie ja zufrieden sein, das ist eine schöne Arbeit, war ja von dem Originalfahrzeug war ja nicht viel da. Wieso nicht viel da, kommt später. Da sagt er zu mir, ja, Schröder, haben Sie recht, aber ist auch nicht schade. Das Chassis war sowieso nicht echt, habe ich weggeschmissen. Das waren seine Worte. Durch Zufall, 3 Tage später, muss ich in einem Buch von 1935 mit einer Biografie, einer frühen Biografie über Hans Stuck, was nachgucken. Und blättere so ein bisschen und lese mich da so, um die Stelle zu finden. Ne? Und finde die Stelle, Stuck war ja in Südamerika mit dem SSK, ist auch in Argentinien gewesen und wollte diese 1000 Kilometer Argentinien mit dem in Argentinien lebenden Polen Satusek, wollte da mitfahren mit seinem SSK. Der SSK hat auch mit dem Schiff nach Buenos Aires gekommen. Und sagt Satusek zu ihm, pass auf, also ist eine Woche da gewesen mit seiner Frau, Hotelempfang und so weiter und so weiter. Wir können ja mal eine Ecke fahren. Dann siehst du mal, was wir für Straßen hier haben. So. Sie sind also mit dem Satusek, mit diesem, wie das mal ursprünglich aussah, so sah es nicht aus, sind sie also gefahren. Und Stuck hat gesehen, wie tief die Fahrrinnen waren und hatte Angst, dass er mit der Ölwanne aufsitzt und der Motor kaputt. Das waren ja alles privat gekaufte Autos. Es gab keinen Werksfahrer. Und hat entschieden, ich fahre da nicht mit. Ist groß, ging durch die Presse, der feige Deutsche und so weiter. Okay. So, und in dem Buch steht dann als Erklärung drin von Stuck, ja, Satusek hatte sich ja ein eigenes Chassis gebaut, dass er mehr Bodenfreiheit hat. Und das hat Herr Kern weggeschmissen. Ich hab ihm die Seiten gescannt und hinterhin. Das hat er natürlich an den nicht weitergegeben. Dieser Wagen gehörte einem Herrn Richter, von dem habe ich das ja. So, und der hat eben das sind alles Zeitungsberichte und der Journalist, der schreibt, was sie ihm erzählen. Ja, was soll er sonst machen? Ja, klar. So, also dieser Satusek-Wagen, der ist später bei einem Unfall zu Tode gekommen, Satusek. Das Auto ist dann gelandet bei Terry Bennett, ein begnadeter Arzt in den 60er Jahren, also er ist auch in meinem Alter, in den 60er Jahren war der Arzt der Familie Bin Laden. Okay. Er ist also nach 9/11 noch mal groß in der Presse gewesen, Sie waren ja und so weiter. Ein auch großer Autosammler, aber wie die Amerikaner sagen, Dealer Wheeler. Man sollte mit ihm besser keine Geschäfte machen. Ich kannte ihn, habe aber keine Geschäfte mit ihm gemacht. Aber oft, also ich habe ihn vorhin den Borgward-Rennwagen hatte ich ja, den Ex-Bonnier-Rennwagen, den hatte ich, war einer meiner Autos, die ich hatte. Und den wollte er mit mir tauschen, aber von einem anderen habe ich schon gehört, mit ihm tauschen, das Gegenstück kommt nie an. Ne? So. Also ich kannte Bennett. Er ist eines Tages in Scheidung. Und er ist Amerikaner und weiß natürlich, was er seiner Frau abgeben muss. Um das zu verhindern, und weil er eben also zweifellos ein sehr guter Arzt war, hat er seine Autosammlung der Harvard-Universität übereignet, hat dafür eine Professur bekommen, die er auch qualitativ ausfüllen konnte. Die Olle hat $1000 gekriegt. So. Die Harvard-Universität, die ja von solchen Geschenken lebt, ja, die Alumni finanzieren und ein Riesenvermögen hat, natürlich Rechtsanwälte, und die haben natürlich im Laufe der Jahre gesehen, Moment mal, das kostet uns ja nur was der uns gegeben hat. Das muss ja die Miete, Versicherung, da müssen Ölwechsel gemacht werden, das ist alles. Und haben dann entschieden,
wir verkaufen das wieder. Und der beste Mann, der das ja auch am besten alles kann, Terry Bennett. Der hat also nicht Sotheby's oder Christie's, weil die Zahlung in seiner Olle, nicht, die stand ja immer noch im Hintergrund, ja. Sondern hier würden wir sagen, jemand, der Haushaltsauflösung versteigert. So eine Firma, die haben die Versteigerung gemacht, haben praktisch auf seinem Gelände ein Zelt aufgebaut, keinen eigenen Katalog, also nur wenige Insider wussten das. Einer von diesen Insidern war mein Freund Satterfield. Der zweite, jetzt kommt eine andere sehr interessante Geschichte, war ein in Texas lebender Augenarzt mit Namen Glickfeld. Satterfield hatte einen 300 SL von seinem Vater aus erster Hand übernommen. Das ist ein originales Auto. Und im Zuge eben der Altauto ist er mit diesem Glickfeld irgendwann mal in Kontakt gekommen. Und Satterfield war ein sehr genauer Beobachter und hat gesehen, die Rohre von dem Rohrrahmenchassis sind ja bei dem viel dünner. Hat angefragt bei Mercedes, damals konnte man da anrufen und da hat man Aufgaben gekriegt. Die ersten 7 sind praktisch mit den Rahmen von den Wettbewerbswagen. Die haben einen dünneren Rahmen. Das wusste damals keiner. Ja. Und dieser Glickfeld hatte so ein Ding und wollte gerne sich das Auto zurückbauen, Le Mans 52, denn davon war der Rahmen. Okay. Ich bin bei dem eben vorhin zitierten Günther Engelen im Büro. So eine Schrankwand, nicht wie man sie im Büro früher hatte, mit der Holztür vorne und oben eine ganz lange, dicke Rolle lag da. Ich sage, was hast du denn da? Ja, das ist die Originalzeichnung von dem Le Mans war, interessiert mich nicht. So, die habe ich ihm ungesehen abgekauft und an diesen Glickfeld für 5.000 Mark, der war glücklich und zufrieden. Der war auch bei der Versteigerung und der Kommentar von meinem Freund Satterfield war, the cars were stolen. Also es waren keine Bieter da, alles ging für kleines Geld weg. So, und dann war da der 300, ein zweiter 300 SL, wo eben Satterfield und Glickfeld gesehen haben, dass der mit dem dünnen Rahmen, ja, das sind auch die ersten 5 Nummern, sind im Buch von Lewandowski, wird das genau beschrieben. Dann stand dieses Auto, nennen wir es mal so, stand da und ein Typ K, also der Vorläufer vom S, mit einem amerikanischen Boattail-Heck, ja, wie so ein Bootsheck. Ne? Keine Bieter da, nix. Das hat der Auktionator mündlich per Akklamation vorgeschlagen, also Glickfeld gesagt, du Glickfeld, du willst ja diesen haben, ich weiß ja wegen den 300 SL, komm, nimm die beiden anderen auch mit, wir verkaufen die hinterher für die, dann haben wir Ruhe. Der hat gesagt, ja, das machen wir. Irgendeinen Preis gesagt, unwichtig. Hinterher hat jeder was anderes verstanden. Jahrelanger Prozess. Auto, diese 3 Wagen vom Gericht beschlagnahmt. Das dritte Wunder, abgestellt in einer Scheune, die in Neuengland aus Holz gebaut sind, wie bei uns. Noch nicht mal Fachwerk, Holzhäuser von Terry Bennett. Durch einen Auslöser, der nicht bekannt ist, ist die Scheune eines Tages abgebrannt. Bis zum Schmelzpunkt von Aluminium. Okay. So, es war natürlich alles versichert und diese 3 Wagen, die Versicherung hat dann den Rest abholen lassen und zu Paul Russell gebracht. Eine bekannte und sehr seriöser Restaurator in Nähe Boston. Die Versicherung wollte das eben abwickeln und ohne großen Aufwand. Und in den USA gibt es ein Auktionsverfahren, das nennt sich Seal Bid. Das heißt, man bietet nicht nur was, sondern man nimmt einen Briefumschlag, tut seinen Scheck da rein, macht den zu und schickt den hin. Okay. Und dann werden am Tag 15. XYZ werden die Briefumschläge geöffnet, der Höchstbietende bekommt es und die anderen bekommen ihren Scheck zurück. Das ist ein US-Verfahren, Sealed Bid. Und da hat mit dem Gebot von $2.000 Peter Heinz Kern den Zuschlag bekommen. Hat den Kram geholt.
Dazu muss man wissen, dass Peter-Heinz Kern derjenige war, zu dem Mercedes diese sogenannten Thyssen-Chassis zu Zeiten von Pine. Von Pine ist 60er, 70er Jahre und 80er Jahre der Chef vom Mercedes-Museum gewesen. Okay. Ja? Und der hat, sagen wir im Jahre 86, ich müsste nachgucken, eben gesagt, hat er zu mir gesagt, bevor wir den Vorstand mit dem Unterton, der Vorstand hat ja keine Ahnung, bei der Mille Miglia den Kompressorwagen kaputt fahren lassen, bauen wir einen neuen. Und hat in Unkenntnis, dass die Firma Thyssen in den 20er Jahren gar kein Lieferant von Mercedes war, bei Thyssen 18 Chassis bestellt. Das hat der damalige junge Chefredakteur Mike Riedner, Motorklassik, zu einem flammenden Intro auf der Motorklassik eben dagegen. Die Anzeigen sind gestrichen worden, er ist rausgeflogen, Riedner. Ja, und Mercedes hat den selber, das erste Argument, ja, wir haben doch das Copyright, ist doch unser Wagen und so weiter und so weiter. Ne? Und haben diese Chassis, diese von Thyssen bestellten Chassis, zu Kern gebracht. Bei ihm standen sie, ich habe sie selber gesehen. Okay. Ne? Und dann konnte er praktisch Autos bauen. Und wenn es ein neu gebautes Auto ist, man dachte eine Recreation oder Replika oder was weiß ich, Neubau, wobei man nebenbei noch immer bei der Zulassung fragen muss, wieso da Mercedes dann dran im Brief steht. Das ist an sich ein Eigenbau, Schröder eigen, Arndt eigen. Ne? So, aber im Brief steht Mercedes? Ja, natürlich. Okay, ne? Erstaunlich. Man sieht doch auch wie Mercedes aus, auch ein Stern dran. So. Ja, richtig so. So. Kern hat also diesen Rest bekommen. Die Chassisnummer war bekannt. Die Chassisnummer ist beim SSK hier eingeschlagen, von außen einsehbar. Hier okay. in dem linken Rahmenteil hier vorne, da ist sie eingeschlagen, die Nummer, 5-stellige Nummer. Und das war noch zu sehen. Und das hatte der Satusek natürlich in das neu gebaute Chassis auch die Nummer reingedonnert, ist ja klar. Ne? Ja, na klar. Ja, das war sowieso verkehrt, das habe ich weggeschmissen. So, also dieses ist ein kompletter Neubau, komplett. Und den soll jetzt der Herr Richter, der das hier Kern ist dann mit Richter in Kontakt gekommen und sagt, ich habe da was, ja, bau das für mich. Und dann hat Kern für ihn das Auto gebaut und wie ich ihn da getroffen habe, da war er gerade fertig und dann hat er ihn als Nürburgring, als Schaustück hingestellt. Ja. Vollkommen in Ordnung. Wahnsinn, also was das alles für Zufälle sind. Aber ich meine, Sie kennen natürlich auch unendlich viele Leute. Meine letzte Frage ist ja immer die letzten 50 Liter Sprit. Wenn das Rohöl ausgehen würde und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit zum Verfahren, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die fahren? Das kann ich Ihnen leicht beantworten. Ne, da bin ich gespannt. Mit dem Lancia Augusta. Das ist formal für mich das schönste Auto, was ich kenne. Ich kenne und habe auch bin mit dem GTO gefahren. Ich bin auch mit einem der überlebenden Bugatti Atlantic gefahren, der natürlich eine berauschende Karosserie hat, da ist überhaupt gar keine Frage. Aber der Lancia Augusta, den habe ich im Jahre 73, 74 das erste Mal gesehen, fotografiert und habe alles versucht, da ranzukommen an das Auto. Es ist mir nicht gelungen. Also die Besitzverhältnisse, der stand in Schweden, der Wagen, gehörte 2 Brüdern, die zerstritten waren. Okay. Hü, hot, also es hat nicht geklappt. Wo er heute ist, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, man sieht ja hin und wieder, also das ist ein Cabriolet, der als Cabriolet schön aussieht, was ja selten ist. Weil bei dem Augusta verschwindet das Verdeck vollkommen. Wie beim Speedster. Also ist nichts mehr zu sehen, wenn das runtergeklappt ist. Wenn er offen ist. Ja. Ne? Also gucken Sie mal, also das wäre das Auto. Das wäre der Traum. Und vorher, nicht, man träumt ja von anderen auch vorher, als dieser Max Gerrit von Pine noch der Chef bei Mercedes war,
Den kannte ich recht gut. Er kommt auch hier aus dem norddeutschen Raum und da ging das also so 77 ging das ja mit der historischen Mille Miglia los. Und dann hat man eben Moss in den 300 SR und in seinen Siegerwagen gesetzt und er ist ja oft gefahren. Und da habe ich so mal aus Spaß gesagt, wir haben also viel an Mercedes geliefert, also Schröder-Weise. Ne? Ich sage, da habe ich mich mit mir unterhalten, ja, ich sage, wenn ich mal was hätte, was Sie nicht bezahlen können, dann können Sie mich als Beifahrer neben Moss setzen, dann würde ich gerne meine Mille Miglia mit ihm mitfahren, auf dem Beifahrersitz. Das glaube ich, ja. Ne? Ja. So, das ist also auch mal so mein Traum gewesen. Gute Autos. Auf welcher Strecke? Also gut, einmal die Mille Miglia und mit dem Lancia? Ja, mit dem Lancia würde ich, weil der die klassische lange Haube hat, würde ich gerne im Herbst durch die Lüneburger Heide fahren mit den Birken rechts und links, die sich dann in der Haube reflektieren. Das war Martin Schröder mit einigen spannenden Geschichten über seine Autos und was man damals hinterm eisernen Vorhang so alles auftun konnte. Und wieder mal überlegt man doch, in welchen heute abgeschotteten Ländern wohl noch so einige besondere Fahrzeuge stehen könnten, oder? Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Wenn euch das zu lange dauert, könnt ihr ja auch mal bei Future Classics reinhören. Da rede ich jeden Dienstag mit Jens Seltrecht und Frank Otero Molanes von 2 aus 11 über Autos, bei denen wir glauben, dass sie künftig auch den Sprung vom Kiesplatz hin zum Klassiker machen könnten. Ansonsten euch eine schöne Woche und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de